Hi, mein Name ist Sebastian und ich brauche heute mit euch zusammen auf unserem One Pot Brewing Brew in a Basket System einen echten Craft Beer Klassiker, nämlich das West Coast IPA. Außerdem werde ich euch zeigen, was genau es hiermit eigentlich auf sich hat. Plata o plomo. Das West Coast IPA ist der Bierstil, mit dem damals für mich während eines USA-Aufenthaltes das Interesse für Craft Beer und letztendlich dann auch für das Bierbrauen angefangen hat. Heute brauen wir den Stil mit einer kleinen Änderung, denn wir wollen heute ein Double IPA brauen. Das Double kann sich dabei grundsätzlich sowohl auf den Hopfen als auch auf den Alkoholgehalt beziehen. Ich will heute aber in erster Linie den Alkoholgehalt beeinflussen. Kommen wir zum Rezept, das ihr übrigens auch in der Brewfather App herunterladen und nachbrauen oder anpassen könnt. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung des Videos. Der Großteil meiner Fermentables besteht aus ca. 78% Pale Malt. Dazu kommen jeweils knapp 7% Caramel Malt und Carapils. Außerdem 7% dieses Pulvers. Das hat natürlich nichts mit kolumbianischen Kartellen zu tun, sondern heißt Dextrose oder auch Traubenzucker. Warum ich hier genau Dextrose verwende, dazu sage ich später noch mehr. Insgesamt sollte ich laut Rezept damit auf ungefähr 8,3% Alkoholgehalt kommen. In meinem Rezept kommen 3 Aromahopfen zum Einsatz: Centennial, Simcoe und Galaxy sowie etwas Magnum zum Bittern. Laut Brewfather lande ich damit nachher bei insgesamt rund ca. 73 IBU. Vergären werde ich bei 20 Grad mit der Verdant IPA Hefe. Als Wasserprofil habe ich mich am Hoppy-Profil im Brewfather orientiert. Das sollte passen, um die knackige Hopfenbittere des Bieres zu unterstützen. Bei 72 Grad wird das geschrotete Malz eingemeischt und dann für eine Stunde bei 66 Grad und laufender Zirkulation in der Kombirast gehalten. Während die Maische also zirkuliert, kommen wir nochmal zum Traubenzucker. Malz hinterlässt im Bier immer eine gewisse Restsüße, da dieser während der Maische in verschiedene komplexe Zucker umgewandelt wird, was auch gut und gewollt ist. Führt aber bei höheren Stammwürzen dazu, dass auch der Malzkörper größer wird. Traubenzucker hingegen ist der mit am einfachsten verfügbare Zucker für die meisten Bierhefen und wird daher von der Hefe auch nahezu vollständig zu Alkohol verstoffwechselt. Bei eigentlich knackigen und frischen Bieren hilft Dextrose also dabei, den hohen Alkoholgehalt dennoch zu erreichen, ohne das Bier schwer oder malzig wirken zu lassen. Versucht daher einfach bei Bierstilen wie Double IPAs oder auch belgischen Saisons zum Beispiel oder vergleichbaren Stilen einfach mal zwischen 10 bis 20% eurer Schüttung mit Traubenzucker zu ersetzen. Ich bin hier bei 7% gelandet, aus dem einfachen Grund, weil ich einfach faul bin und im Hobbymaßstab ein Freund von handlichen Größen bin. 7% entspricht einfach genau 500 Gramm, also einer Handelspackung Dextrose. Skaliert das aber natürlich einfach nach Bedarf, wie ihr möchtet. Zurück zum Brautag. Die Hopfengaben mache ich nach Rezept und schließe 10 Minuten vor Kochende meinen Würzekühler an. Die kochende Würze lasse ich dann noch 10 Minuten durch den Kreislauf fließen und mache diesen somit keimarm, bevor ich die Würze auf meine Pitching-Temperatur abkühle. So, auch die letzten 10 Minuten Kochzeit sind um. Der Würzekühler ist soweit keimarm gemacht und ich kann also das Heizelement ausschalten und das Wasser andrehen. Und jetzt wird die Würze automatisch gekühlt. Jetzt müssen wir nur noch abwarten, bis die Würze auf zwischen 70 und 80 Grad runtergekühlt ist. Und dann mache ich erst meine Whirlpool Hopfung und Whirlpool Edition. Dabei kann ich hier auf meinem Controller, wenn die Temperaturfühler hier eingesteckt ist, kann ich hier auf meinem Controller
genau nachlesen und nachvollziehen, bei wie viel Grad die Würze aktuell ist. Natürlich ist da immer ein bisschen Zeitverzögerung mit drin, aber ich habe auf jeden Fall einen ganz guten Indikator dafür, ob ich meine Whirlpool Edition schon machen kann oder ob ich lieber noch ein bisschen abwarte. Kleiner Tipp: Das Kühlwasser nicht einfach in den Ausguss fließen lassen, sondern nutzen, um den Gärbehälter zu reinigen bzw. auffangen, um danach auch einfach die Reinigung der Anlage durchzuführen. The power is yours. Bevor ich den Gärbehälter befülle und verschließe, hänge ich mir den Stopfhopfen schon mal mit in den Gärbehälter rein. Dazu benutze ich einfach 2 so kleine, natürlich vorher desinfizierte Magnete. Einen packe ich in das Hopfensäckchen rein und mit dem anderen halte ich dann von außen das Hopfensäckchen oben am Gärbehälter fest. Und damit kann ich dann sicherstellen, dass ich oxidationsfrei den Hopfen dann in die Gärung reingeben kann. Nachdem die Hefe nach einer knappen Woche bei 20 Grad ihre Arbeit getan hat und 2 weiteren Tagen Cold Crash, schlauche ich möglichst oxidationsarm ins Keg. Eine weitere Woche später, nach der Carbonisierung, war es dann auch schon soweit. Das Bier ist wie ein West Coast IPA in meinen Augen sein sollte. Vordergründig hopfig, fruchtig, mit einer knackigen Bittere und trotz der 8% Alkohol nicht sprittig, sondern leicht trinkbar. Zukünftig würde ich den Dextroseanteil und die Aromahopfenmengen nochmal erhöhen. Das ist aber natürlich Geschmackssache. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen zum Rezept oder zum Brausystem habt, schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir eine Nachricht. Und schaut doch auch mal auf unserer Website vorbei. Ich freue mich auf euer Feedback. Cheers!